Hallo zusammen in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Heute machen wir aromatisiertes Salz oder Kräutersalz. Das Kräutersalz, ich habe das im Videorezept, ich habe es gefilmt im August, da habe ich auch Fehler gemacht. Ich habe ja dazugelernt in der Zwischenzeit. Ich habe heute auch Kräutersalz gemacht, vorbereitet, zubereitet. Macht das nicht ganz so wie im Videorezept, wie ihr das seht. Nehmt grobes Meersalz. Nehmt eure Kräuter, die ihr habt, entweder aus dem Garten oder kauft sie ein, tut die hacken oder fein mahlen und tut das unter das grobe Salz mischen und dann tut ihr die ganze Mischung in den Backofen, außer ihr habt irgendein Trockengerät, das alles trocknet, das Früchte trocknet und so, dann könnt ihr es natürlich auch da rein tun. Ich habe nur meinen alten Backofen, der nicht so richtig funktioniert und ich mache es halt im Backofen. Braucht ein paar Stunden, 3 bis 5 Stunden oder 6 Stunden sogar, kommt darauf an, wie nass oder wie feucht die Kräuter sind. Und ich kann euch auch keine genauen Mengenangaben sagen, aber braucht viele Kräuter. Je mehr Kräuter ihr braucht, je besser ist das Kräutersalz, das aromatisierte Salz. Okay, dann macht es so, wie ich es jetzt gesagt habe, nicht ganz so wie im Video, weil in der Zwischenzeit habe ich wieder was gelernt. Und jetzt will ich euch noch 2 Dinge erzählen. Ich habe einen Enkel, und der war im August ein zweites Mal hier, weil die waren im Urlaub hier 2 Wochen und dann ging er zurück, flogen sie zurück, weil die Angelina und mein Enkel, die leben ja in Holland und dann kamen sie nochmal, weil wir haben sie vermisst, die haben uns vermisst, der Kleine vermisst uns sehr und an einem Morgen kam er in die Küche mit Angelina und er konnte nur Nonno sagen, weil wir wollen ja, dass er Nonno und Nonna sagt. In Italienisch ist das ja Oma und Opa. Okay, er konnte aber nur Nonno sagen. Okay, da fragte Angelina den Devin, wie heiße ich? Und er sagte zur Mama, ja, Mama. Und dann fragte Angelina, ja, und wie heißt der Gerhard? Oder der Gerardo? Und der Devin sagte, Nonno. Und dann zeigte sie auf mich und fragte, ja, und wie heißt die da? Da hat er kurz überlegt, man hat richtig gesehen, das macht er klick, 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 klick. Und dann sagt er, Nonno Botram. Wir mussten alle so lachen, weil wenn er Hunger hat, sagt er immer Botram, also Brot. Er will Brot essen, Botram oder ein Brötchen. Und ich bin Nonno Botram, also Oma Botram gewesen, weil er hat schon begriffen, die alte Oma hier, die hockt ständig in der Küche und ohne die kriege ich nichts zu essen. Und ich fütterte ihn ja, ich habe ihm immer gekocht, ich habe 2 oder 3 Mal am Tag gekocht, damit der Kleine auch ja genug zu essen kriegt und das hat ihm Spaß gemacht. Und er liebt das über alles. Er kam sogar mal in die Küche zu mir und dann hat er so gemacht. Und das bedeutet nämlich in den Arm, weil er wollte gucken, was in den Pfannen abgeht, in den Töpfen. Er liebt Kochen, er liebt die Küche. Und ich hoffe, er hat die gleiche Passion wie ich, dass er später mal irgendwas Verrücktes macht mit Kochen. Und dann noch was, eine andere kleine kurze Anekdote. Ich war ja dieses Jahr in Süditalien und das ist, wenn ich runterfahre, ist es wie eine Art Klebeband, transparentes, das mich runterzieht. Nicht sehr stark, aber es zieht mich runter. Und die Reise ging gut. Ich hatte ja inzwischen halt in Fidenza bei meiner Tante und dann fuhr ich runter. Aber die Rückreise war eine Katastrophe. Es ist jedes Mal dasselbe. Wenn ich zurückfahre, ist wie ein Klebeband im Rücken ganz stark und ich muss ja zurück. Ich lebe hier. Alles ist hier geregelt. Das ist nicht wie in Süditalien. Wie sollte ich da überleben? Und es ist eine Katastrophe. Wenn ich wegfahre, es ist wie ein Klebeband im Rücken am Auto, das mich nicht wegbringt. Klar, ich bin am 5. Oktober auch zurückgefahren und es war eine Katastrophe. Da unten war ein Orkan und es war stürmisch und ich habe so ein Wetter noch nie so schlimm erlebt und dann noch die Heimreise angetreten mit solch einem Wetter. Aber es war schrecklich zurückzufahren, weil wenn ich unten bin, will ich immer unten bleiben, weil ich fühle mich besser, ich habe meine sozialen Kontakte, ich habe meine Freunde, meine Familie, die lieben Leute und ich habe neue Freunde hinzugekriegt, auch wegen YouTube, auch wegen Facebook und es ist einfach toll. Und die Rückreise war einfach schlimm. Aber gut, so ist das Leben.
Und deswegen sage ich auch, wenn ihr irgendwann mal nach Puglia geht, besucht Neviano. Das ist in der Nähe von Gallipoli. Es ist wunderschön da. Es kommt noch ein Video über Neviano. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. So, dann werden wir zuerst mal den Rosmarin schneiden und pflücken, die Kräuter, damit wir unser Kräutersalz machen können. Auch hier gibt es kein festes Rezept. Macht, wie ihr wollt. Das ist der Sellerie, der Blattsellerie. Der war schön gekommen im August. Ihr hättet den in Oktober sehen sollen, dass er regelrecht explodiert. Ha? Da war 3-mal mehr da. Und hier der Liebstöckel, das Magikraut, das war da noch wenig. Das war jetzt da im Oktober, als ich zurückkam, war ganz viel. Hier mein Basilikum, der stand auch schon sehr schön. Ha? Und nachher noch besser. Und die Kräuter muss man ja irgendwie brauchen. Hier das Bohnenkraut. Und ihr könnt natürlich auch Estragon noch reintun und weiß der Geier was alles. Die Petersilie. Ich hatte jetzt dieses Jahr die krause Petersilie. Nächstes Jahr werde ich die Blattpetersilie haben. Schön. Und da sind die Kräuter schon bereits gewaschen. Und dann braucht ihr natürlich diese Häckselmaschine. Ich habe meine Kenwood. Dann das natürliche grobe Meersalz. Dann die sterilisierten Deckelchen, die Chilischoten und die sterilisierten Gläschen. Ihr müsst das eigentlich nicht sterilisieren. Es reicht, wenn ihr es gut heiß auswäscht. Weil Salz selber ist auch schon etwas, das Kräuter und alles steril hält. Ja? Ihr versteht, was ich meine. Und die Kräuter waren eben noch etwas nass. Ich hätte sie länger trocknen lassen müssen. Ja? Habe ich aber nicht getan. Und jetzt mache ich auch gerade das dann, was ich euch nicht anrate. Dass ich das von Anfang an mit dem groben Meersalz versuche, klein zu häckseln. Das ist unnötig. Das ist unnötige Arbeit. Ihr könnt am besten die Kräuter klein hacken, pürieren oder klein schneiden und das grobe Meersalz mischen. Das Meersalz auf ein Backblech ausbreiten, dann die Gewürze drunter mischen und einfach so trocknen und nachher erst durch diese Mühle jagen, wenn ihr überhaupt sowas habt. Aber ich rate es euch an, weil es ist super, weil wenn es trocken ist, das Salz und die Kräuter, dann lässt sich das ganz fein vermahlen. Aber ich habe es da im Video für euch so gemacht und darum zeige ich das auch euch, aber man lernt ja eben nie aus. Und ihr seht, habe ich da Rosmarin genommen, aber auch da nehmt wirklich genug Kräuter, weil man braucht mehr als man denkt, damit es wirklich nachher einen tollen Geschmack hat. Und hier den Liebstöckel und die Blattsellerie und die Petersilie habe ich auch reingemacht. Weil ich hatte so viele Kräuter und irgendwas musste ich damit machen und alles einfrieren in Portionen wollte ich auch nicht. Ja? Weil so konnte ich natürlich auch Geschenke machen. Und dann habe ich das eben gehäckselt. Ach, und ihr fragt euch sicher, warum ich grobes Meersalz genommen habe. Bei normalem Salz ist oft auch ein Rieselmittel drin. Ein Mittel drin, damit das Salz nicht anfängt zu klumpen. Und das wollte ich eben vermeiden, weil ich mache ja die Sachen auch meistens selber zu Hause, wie Tomatensauce und so, weil so viele Nebenprodukte da drin sind, die da nicht reingehören. Und bei der Tomatensauce, die man kauft, schaut einmal, dort hat es immer wahnsinnig viel Zucker drin und zum Teil hat es auch 1/3 ist gar keine Tomatensauce drin, sondern Sojamehl oder Soja-Nebenprodukte. Und das will ich alles vermeiden. Und deswegen fange ich an, immer wie mehr alles selber einzukochen, alles selber zu machen, weil dann weiß ich, was ich esse und ich esse bestimmt gesünder. So, und ihr seht, dann habe ich das ein bisschen gemixt und das wurde nicht fein, weil es einfach zu feucht war. Dann habe ich das in diese Ofenform reingeschüttet.
Und das habe ich auch so gemacht jetzt für euch, zum zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Dann habe ich das zweite Kräutersalz gemacht, ein scharfes, also mit Chilis. Weil mein Mann mag ja eben scharfes mag er, und mein Onkel in Fidenza, Zio Antonio, der mag das ebenfalls. Nur meine Tante mag das nicht so. He? Aber dann habe ich trotzdem ein Gläschen mitgebracht, damit sie dem Onkel da, wenn sie ihm was kocht, was sie nicht isst, kann sie von dem Kräutersalz reintun. Da freut er sich auch. Und das ist eben auch wieder so was, dieses Kräutersalz, da kann man schöne Geschenke machen für Weihnachten. Für relativ wenig Geld hat man schöne Geschenke für verschiedene Leute. Und ungesund ist es ja nicht. Dann Rosmarin wieder rein. Und denkt dran, nur die Blätter vom Rosmarin rein und den Stiel nicht, weil das ist holzig und das ist unnötig. He? Da macht ihr nur die Maschine kaputt. Dann nochmal etwas Liebstöckel und Sellerikraut. Und braucht ruhig viele Kräuter. Mehr ist mehr. He? Und nicht zu wenig, nicht zu zögerlich sein. Hier das Bohnenkraut. Und meine Maschine, die hat das wunderbar zerkleinert eigentlich. Also vor allem, als es dann trocken war, dann ist es richtig Pulver geworden. Ich habe es da auch nicht so, noch nicht genug gehäckselt. Aber als ich das letzte Wochenende, also jetzt im Oktober, das machte, dann ist es richtig fein geworden. Und ihr seht jetzt, dieses zweite Salz, das sieht so dunkelgrün aus. Und wenn es trocken ist, dann ändert sich die Farbe, weil ja die Chilis drin sind. Und ich habe das jetzt für euch so in diese Glasschale getan. Mein Devin. So, und dann geht das in den Ofen rein. Denkt dran, die erste halbe Stunde der Backofen zulassen, raufheizen auf 70 Grad, sobald das Lämpchen ausgeht. Und danach einen Holzlöffel zwischen die Tür und dem Ofen klemmen, damit die Feuchtigkeit rausgeht, und alle halbe Stunde, alle Stunde das Salz ein bisschen wenden, bis es trocken ist. Das kann mehrere Stunden dauern, also 3 bis 6 Stunden kann das schon dauern. He? Und dann, wenn es trocken ist, wieder in die Häckselmaschine, also in diese kleine Maschine, und dann noch einmal mahlen, dass es feiner wird. He? Und wie gesagt, macht es nicht so wie auf dem Video, tut das grobe Salz direkt in die Ofenschale oder Ofenform und tut die gehäckselten oder geschnittenen Kräuter drunter. Am besten gemahlen, dass das wie ein Brei ist, damit der Kräutermix gut ins Salz einzieht. Und nachher, wenn alles trocken ist, dann erst durch diese Maschine jagen. Dann wird es richtig super. He? Richtig schönes Pulver. Und man hat nicht doppelte Arbeit. He? Ich habe es mir da auch etwas schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. He? Und ihr seht, dann habe ich es abgefüllt in Gläschen. Und das waren dann auch schöne Geschenke für meine Familie in Fidenza. Und seht ihr, dann ist es nachher fertig.
Ist eigentlich ganz einfach. Und dann das zweite Salz. Jetzt seht ihr, wie rötlich das geworden ist. Und schön trocken. Und eigentlich müsst ihr das so direkt, ohne das erste Mal durchzujagen durch die Maschine, so in den Ofen tun und dann mehrere Male mahlen, bis es wirklich ganz fein ist. Ha? Dann braucht es übrigens auch weniger Platz in den Gläschen. Dann könnt ihr mehr von dem Salz in die Gläschen abfüllen. Ihr könnt es natürlich auch grob lassen, ha? Aber ich finde es besser, wenn es gemahlen ist, ganz fein gemahlen. Erstens kann man mehr Salz in die Gläschen tun. Und zweitens ist das Ganze noch besser durchgemischt. Ja? Aber auch da macht, wie ihr wollt. So, das war's dann auch schon. Habt es euch neue Ideen gegeben? Hat es euch gefallen? Dann gebt mir ein Like. Und wenn ihr es nachmacht, viel Spaß damit. Tschüss zusammen!